Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Deeper Chirp Plus und den Deeper Pro Plus? Genau diese Unterschiede werde ich euch in diesem Video zeigen. Servus Leute, danke fürs Einschalten. In diesem Video möchte ich euch die Unterschiede zwischen dem Deeper Pro Plus und dem Deeper Chirp Plus einmal näher bringen. Dazu werden wir nachher mit dem Boot rausfahren. Ich werde die Deeper nebeneinander ins Wasser werfen und werden schauen, welcher Deeper zeigt nun das bessere Bild an. Zuallererst wollen wir mal aber wissen, wer ist bei den technischen Details der Sieger? Wir haben einmal den Pro Plus, der wiegt 100 Gramm. Der Deeper Chirp hingegen wiegt nur noch 90 Gramm. Wir können mit dem Deeper Pro Plus, wenn wir vom Ufer aus auswerfen, bis zu 80 Meter weit auswerfen und haben eine gute Verbindung zum Deeper Pro Plus. Beim Deeper Chirp Plus hingegen können wir bis zu 100 Meter weit auswerfen und haben immer noch eine gute Verbindung. Wenn wir aber mit dem Boot jetzt draußen sind, hier in einem großen See, können wir mit dem Deeper Pro Plus bis zu einer Wassertiefe von 80 Meter scannen, beim Deeper Chirp Plus hingegen bis zu 100 Meter. Beim Deeper Pro Plus benötigen wir aber mindestens 15 cm, sprich die Fische müssen 15 cm voneinander getrennt sein, damit der Deeper Pro Plus einen Unterschied sieht zwischen dem ersten und dem zweiten Fisch. Mit dem neuen Deeper Chirp Plus, mit der neuen Chirp-Technologie, benötigen wir nur noch 1 cm Unterschied. Das heißt, wir können sogar einen Zander haben, der genau 1 cm über dem Grund ist und der Deeper Chirp Plus erkennt es. Wenn wir aber jetzt vom Ufer aus angeln und dann einkurbeln, hört der Deeper Pro Plus bei einer Wassertiefe von 50 cm auf zu scannen. Das wird ihn einfach dann zu nah, er gibt kein ordentliches Bild. Und der Deeper Chirp Plus braucht noch 15 cm Wassertiefe. Also wir sehen schon mal, technisch gesehen ist der Deeper Chirp Plus schon mal erster. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Genau das werde ich euch jetzt dann zeigen. So Leute, ich bin am Wasser. Ich habe jetzt mal beide Deeper nebeneinander. Und jetzt können wir es mal vergleichen. Wir haben oben den Deeper Chirp mit einer mittleren Auflösung, 70% Empfindlichkeit. Wir gleichen das jetzt mal an, damit wir eine ähnliche Empfindlichkeit haben, sprich 50-50. Beide nutzen einen breiten Abstrahlwinkel. Das ist hier, ich nutze jetzt mit beiden mal den breiten Abstrahlwinkel. Wir haben jetzt relativ flach hier. Hier haben wir es jetzt 2 Meter tief. Jetzt fahren wir mal raus mit dem breiten Abstrahlwinkel und schauen uns mal an, was für Unterschiede angezeigt werden. Wie wir sehen, zeigt zum Beispiel der Deeper Chirp nochmal detaillierter die Gewässerstruktur unten an, wie zum Beispiel jetzt die Pflanzen, hat man jetzt schön gesehen, sind wesentlich klarer als beim Deeper Pro Plus. Wir haben jetzt genau die Deeper, der Deeper Chirp ist jetzt an einer Bootshalterung befestigt und der Deeper Pro Plus habe ich jetzt mit der Angelschnur genau, ja, es sind knapp 10 cm daneben, habe ich ihn befestigt, und um möglichst ein genaues Bild zu bekommen. Jetzt wechseln wir mal hier beim Deeper Chirp auf die mittlere. Das entspricht hier den schmalen Winkel. Und schauen wir uns das mal an, wie das dann aussieht. Jetzt paddle ich mal ein bisschen, damit wir mal ein bisschen Bewegung auch drin haben im Bild. Ich war ja, wie ihr es schon seht, war ich schon mal hier ein paar Mal. Das Gute ist halt bei Deeper, wenn ihr schon mal bei einem Gewässer wart, dann lädt er diese Karte hoch und überall, wo ihr noch nicht unterwegs wart, ist halt diese freie Stelle mit dem Wasser, und die können wir dann jetzt gezielt zum Beispiel anfahren und die Lücke füllen. Somit habt ihr zum Schluss nachher auf dem Lakebook, da habe ich auch ein Video gemacht, müsst ihr mal in meine Playlist mal reinschauen, wie es beim Lakebook dann aussieht. Das könnt ihr dann da unten beim Lakebook nochmal aufrufen, nochmal am PC nochmal genauer anschauen, oder halt auf dem Handy seht ihr dann die ganze Historie, die ihr aufgenommen habt. So, was sehen wir? Wir sehen hier ganz klar, der Deeper Pro Plus zeichnet so ganz kleine Grasstrukturen an, und jetzt hat der Deeper Chirp, seht ihr das? Wesentlich feineres Bild. Wir haben ein viel feineres Bild. Wir können jetzt beim Deeper Chirp jetzt nochmal den Winkel reduzieren. Jetzt haben wir ein noch detailliertes Bild. Das heißt, was wir jetzt unter uns sehen, sind Fische oberhalb vom Kraut.
Jetzt sehen wir es wahrscheinlich beim Deeper Chirp nicht, weil wir haben jetzt einen 7 Grad Winkel und der Deeper Pro Plus macht es jetzt im 15 Grad Winkel. Das heißt, wir haben halb so schmal, wir befinden uns nicht mehr ganz genau auf einer Höhe beim Scannen, aber wir sehen sehr schön die Unterschiede. Oben im Deeper Pro, da ist was, da ist Fisch unterwegs, da tummeln sich Fische. Und beim Deeper Pro Plus erkennt man zwar die Fische auch, aber nicht so detailliert wie beim Deeper Chirp. Sehr schön. Ich ruder mal weiter. Vielleicht haben wir Glück und finden gleich noch mehr Fische oder noch mehr Struktur im Wasser. Ich versuche möglichst langsam zu rudern, dass wir auch ein schönes Bild haben. Komischerweise hier jetzt in dem Video zeigt der Deeper Chirp 13 km/h an, obwohl ich sehr, sehr langsam unterwegs bin. Das, glaube ich, kann nicht stimmen. Ich meine, das muss noch mit einem Update behoben werden. Aber ansonsten, finde ich, macht der Deeper Chirp sich da sehr gut. Wir haben ja beide jetzt halt im Hochleistungsmodus gefühlt laufen. Wir haben 50% von der Empfindlichkeit eingestellt. Das sagt ja auch nur, wie viele Partikel zum Beispiel auch erfasst werden, zum Beispiel ab einer gewissen Größe. Und da sieht man aber sehr schön hier jetzt hat den Deeper Chirp, wie er ganz genau den Gewässergrund abscannt. Wir sehen jetzt halt oben, wir haben eine gewisse Steinschicht drauf und danach wird der Boden relativ schlammig. Das können wir beim Pro auch lesen, aber man sieht es gleich hier im direkten Vergleich wesentlich schwieriger. Ich switch nochmal beim Deeper Chirp auf den mittleren Modus, sodass wir ziemlich auf Augenhöhe uns hier bewegen. Selbst da sehen wir wieder, dass der Deeper Chirp wesentlich detailreicher ist im Bild. Ich ruder mal ein bisschen raus, sodass wir mal tiefere Strukturen mal sehen. So, wir sind jetzt an einer etwas tieferen Stelle. Wir haben es jetzt hier 12 Meter. Der Deeper Chirp sagt 12,5. Das kann aber auch, wie gesagt, relativ jetzt in so einer Schräge drin. Das könnte fast hinkommen. Was wir jetzt beim Deeper Pro Plus sehen, ist die Sonarstrahlen vom Deeper Chirp. Das sind diese Streifen, die wir hier sehen. Die sehen wir auch beim Deeper Chirp sehr gut. Das sind einfach die Reflexionen vom Sonar. Aber wir versuchen jetzt halt erstmal einen Köder rein. Ich habe hier einen 7 cm Köder. Den lasse ich mal jetzt zwischen den Deepern runter und bin mal gespannt, was da für ein Bild angezeigt wird. Wer zeigt den Fisch am besten an? Ich gehe mal bis zum Grund, dass wir möglichst am Grund angeln. Da haben wir auch eine gewisse Distanz. Ich hoffe jetzt nur, dass durch die Drift, dass ich jetzt den sehr gut einfangen kann, den Köder. Ich sehe, durch die Drift wird schwierig. Ich erhöhe den Winkel, dass wir eine höhere Chance haben, den Köder einzufangen. So, schauen wir mal, ob er mir den Köder anzeigt. Ich hebe und senke ihn. Und was wir erkennen, ist beim Deeper Pro Plus, dass der Köder hoch und runter geht. Das ist jetzt doof, weil sich jetzt die Sonarstrahlen, weil die Deeper genau nebeneinander sind, sich gegenseitig auch leicht stören. Sieht man beim Deeper Pro Plus diese Linie, die so ein bisschen hoch und runter geht. Ziemlich mittig, ziemlich auf 8 Meter. Das ist mein Gummifisch. Hingegen beim Deeper Chirp sieht man es jetzt leider im direkten Vergleich nicht. Aber wir machen Folgendes. Ich schalte jetzt einen Deeper aus und dann zeige ich euch, wie sieht es auf den Chirp aus. Und dann gucken wir im nächsten Moment, wie sieht dann das gleiche Experiment auf dem Deeper Pro Plus aus. So, ich habe jetzt den Deeper Chirp aktiviert und habe jetzt auch einen 7 cm Köder ins Wasser getan. Wir werden jetzt, wie wir es auf dem Bild sehen, ich schwenke ihn, den Köder in ca. 5 Meter Tiefe auf und ab. Das sehen wir schön im seitlichen Sonar, im Vertikalsonar wird es uns sehr gut angezeigt. Und dieses Hoch und runter, das ist
mein Köder. Also wir sehen bei den Einstellungen, wir haben jetzt im Mittel, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Low. Das heißt, wir haben einen noch breiteren Abstrahlwinkel. Wie sieht es dann aus? Dann sieht das Bild noch mal ein bisschen verwaschen aus. Wir scannen auch wesentlich breiter. Und der Fisch wird auch nicht mehr so stark erkannt. Ich halte ihn jetzt gerade, wie bei Mittel. Jetzt nehmen wir mal High. Jetzt bin ich mal gespannt. Dieser Modus ist ja eigentlich fürs Eisfischen da. Ob wir den jetzt einfangen, da habe ich nur 7 Grad Winkel. Das ist ein relativ steiler Winkel. Ich muss jetzt gucken, ob ich den reinbekomme. Es ist relativ schwer, aber auch da bekomme ich einen leichten Winkel rein und wir können den Köder sauber sehen. Jetzt gucken wir uns die gleiche Geschichte beim Deeper Pro Plus mal an. Ich habe jetzt den gleichen Köder wieder reingeworfen, breiter Abstrahlwinkel, und was wir beim Deeper jetzt beim Pro Plus sehen können, ist am Vertikalsonar dieser weiße Punkt, der hin und her geht. Ich habe jetzt einen breiten Abstrahlwinkel und jetzt habe ich mal 80% Empfindlichkeit, weil mit 50 habe ich es leider nicht gesehen. Aber wie gesagt, das kann auch wegen der Drift sein. Ich versuche den immer wieder näher ans Boot zu ziehen, dass ich da ein gutes Bild erhalte. Jetzt schauen wir mal im schmalen Abstrahlwinkel, jetzt sind wir noch mal wesentlich enger unterwegs, ob wir dann den Köder auch besser reinbekommen ins Bild. Auch hier, man sieht den Köder, wenn man genau hinguckt, aber wir haben eine viel feinere Linie. Man braucht ein besseres Auge beim Deeper Pro Plus als beim Deeper Chirp, um das zu erkennen. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck zwischen dem Deeper Pro Plus und dem Deeper Chirp Plus zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wo wessen Stärken liegen. Meiner Meinung nach ist der Deeper Pro bzw. Pro Plus eigentlich vollkommen ausreichend. Wir haben alle Infos, die wir benötigen und können so eine schöne Gewässerkarte erstellen. Wer mehr Technik möchte und auch vom Ufer, möglichst bis zur Ufernah, eine sehr schöne Karte haben möchte oder auch besser erkennen möchte, ist ein Fisch oberhalb einer Pflanze oder oberhalb des Gewässergrunds ganz knapp, dann ist Deeper Chirp eher die bessere Wahl. Mich würde interessieren, wofür würdet ihr euch entscheiden? Würdet ihr den Aufpreis für Deeper Chirp Plus zahlen oder seid ihr der Meinung, nein, mir langt der Deeper Pro Plus? Das würde mich interessieren. Schreibt mal das einfach unten in die Kommentare rein. Sollte euch der Deeper noch mehr interessieren und ihr habt Fragen, habe ich eine Playlist erstellt, die nennt sich Deeper Tutorial. Dort habe ich schon ein paar Videos reingestellt. Ihr könnt unter den Hashtag Deeper Frage eine Deeper Frage stellen und ich werde dafür, wenn es möglich ist, auch gleich ein Video machen, um euch die Frage per Video zu beantworten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, abonniert meinen Channel. Ich gehe jetzt noch ein bisschen angeln und wir sehen uns dann beim nächsten Video.